Ein Galapagos-Bussard dreht seine Kreise. Im Sand liegen eine ganze Anzahl Seelöwen. Einige heben lässig ihre Köpfe an, um uns Neue zu beäugen. Den meisten aber sind wir völlig schnuppe. Über den felsigen Inselboden führt der Pfad in einen lichten Kakteenwald aus Baumopulsien. Das sind die auffälligsten Vertreter in den Trockenzonen. Der Santa Fe Landleguan ist, wie schon sein Name andeutet, auf dieser Insel endemisch. Er unterscheidet sich von seinen Artgenossen auf den anderen Inseln durch die blassgelbe Farbe. Relativ häufig bekommt man auf den Inseln Spottdrosseln und Darwinfinken zu sehen. Insgesamt gibt es 13 endemische Finkenarten. Sie haben unterschiedliche Lebensräume, differieren in der Ernährungsweise und können anhand der Form und Größe ihrer Schnäbel unterschieden werden. Auch die 4 Spottdrosselarten haben unterschiedliche Schnäbel und haben sich dadurch an das Futterangebot angepasst. Diese Spottdrossel bettelt nachdrücklich um etwas Wasser, das sie offensichtlich in der Flasche einer Mitreisenden erkannt hat. Sicher hat es lange nicht geregnet. Doch das Füttern und Tränken von Tieren ist strengstens verboten. Der Galapagos-Bussard ist der einzigste Greifvogel des Archipels. Er ist nur auf 3 Inseln anzutreffen. Auf den von Menschen bewohnten Inseln ist er durch die Siedler fast gänzlich ausgerottet worden. Einzigartig ist der Bussard in seiner Zutraulichkeit. Geschätzte 200 Brutpaare leben insgesamt auf den Inseln Santiago, Fernandina und Santa Fe. Etwa 60 cm ist die Größe des erwachsenen Vogels. Die Flügelspannweite beträgt über 1,20 Meter. Trotz der klagenden Rufe gibt es nichts zu futtern. Der Altvogel beäugt den seltsamen Ring, den er an seinem Bein hat. Einer der jungen Bussarde hat Probleme mit seinem Auge. Der Altvogel ist auch nicht zufrieden damit, wie man sieht. Das Zusammentreffen mit den Galapagos-Bussarden war eines der beeindruckendsten Erlebnisse auf den Inseln. Die Isla Floriana ist eine von den 4 bewohnten Galapagos-Inseln. Es ist die 6. größte des Archipels. Die meisten der knapp 100 Inselbewohner wohnen in dieser Bucht an der Westküste. Puerto Velasco Ibarra ist der wohlklingende Name für diese kleine Ansiedlung, die sich mit einem richtigen Quai schmückt, auf dem selbstverständlich einige Seelöwen herumlümmeln. Hier können die Touristen hautnah mit den Robben für ein Foto posieren. Auch ein kleines Hotel und eine Poststelle gibt es hier. Beides von den Nachkommen der deutschen Familie Wittmer betrieben, die 1932 nach Floriana kam. Nachzulesen in der Robinsonade der Kölnerin Margret Wittmer, postlagernd Floriana.
Die von den Wellen rundgehobelten Basaltsteine beleben die Klippenkrabben mit ihrem Nachwuchs. Die Jungtiere sind schwarzfarben, was auf dem dunklen Basalt vor allem zur Tarnung dient. Sogar vor den erwachsenen Artgenossen, die gelegentlich Jungtiere verspeisen. Auch Meerechsen sind wieder eine ganze Anzahl zu sehen. Sie kommen von Insel zu Insel in verschiedener Färbung und Größe vor. Zur Regelung ihres Wärmehaushalts legen sich die Tiere nach längerem Aufenthalt im kalten Wasser flach gestreckt auf die warmen Steine und strecken alle Viere von sich. So bringen sie sich schnell wieder auf ihre optimale Betriebstemperatur von 34 Grad. Ein wichtiger Platz in der Geschichte Florianas ist die Post Office Bay mit der berühmten Posttonne. Nach einer Nasslandung sind es nur wenige Minuten zum Briefkasten der Weltumsegler. Heute im Zeitalter der elektronischen Kommunikationsmittel ist das legendäre Postfach zu einer etwas bizarren Touristenattraktion verkommen, an der sich viele Globetrotter verewigt haben. In früheren Zeiten legte man die an die Heimat adressierten Karten oder Briefe in die Tonne und andere Seefahrer, die eben diese Richtung inne hatten, besorgten den Weitertransport. Auch von uns kommen jede Menge Ansichtskarten ins Fass, die sicherlich von den Widmers, die die Inselpoststelle betreiben, weitergeleitet werden. Kannst du doch hier taken? Der Max hat mich Bis uns das Beiboot wieder aufs Schiff bringt, beobachten wir die Tierwelt am Strand. Einige Seemeilen weiter nördlich, an der Nordspitze von Floriana, liegt die Punta Cormorant. Zu beiden Seiten des Kaps liegen Buchten mit feinem weißem Sand. Das trocken aussehende Gehölz hinter den Dünen ist bekannt als Palo Santo, heiliges Holz. Es ist verwandt mit den Weihrauchbäumen in Arabien. Ein grünes Blätterkleid bekommen die Bäume in der Regenzeit. Hinter den Stränden befindet sich eine kleine Lagune, in der mit etwas Glück der rote südamerikanische Flamingo zu sehen ist. Die ausnahmsweise scheuen Tiere in der Galapagos-Fauna wechseln oft ihren Standort und halten sich lieber an unzugänglichen Plätzen im Osten der Insel auf. In unentwegtem Hin und Her durchstelzen die geselligen Tiere das Wasser und seien mit ihrem speziellen Schnabel den Schlamm und das Wasser nach winzigen Kleintierchen und organischen Schwebstoffen durch.
Auf der Weiterfahrt taucht an Backbord zu plötzlich für ordentliche Kameraaufnahmen ein Schwarm Delfine auf, von denen einige übermütig durch die Wellen springen. Wir sind auf der Fahrt nach Española, der südlichsten Insel von Galapagos. Geologisch gehört Española zu den ältesten Inseln des Archipels. Sie ist etwa 3,5 Millionen Jahre alt. Die jüngste ganz im Westen liegende Insel ist Fernandina. Sie wird höchstens auf 700.000 Jahre geschätzt. Die Galapagos-Inseln entstehen im Westen über einen vulkanischen Hotspot, einer Magmakammer im Erdmantel, und treiben auf der unterseeischen Nazca-Platte nach Osten auf den südamerikanischen Kontinent zu. Jedes Jahr 5 cm. Da sich die Nazca-Platte dabei unter die Südamerika-Platte schiebt, versinken die Inseln an ihrem östlichen Rand wieder ganz allmählich und verschwinden im Meer. Dieser sogenannte Rolltreppeneffekt besteht seit mindestens 25 Millionen Jahren. Española beherbergt Leguane, Seelöwen und auch einige Pelzrobben. Vor allem aber ist sie ein Vogelparadies. Eine Trockenlandung ohne nasse Füße bringt uns auf die Insel. Gleich vorn am Ufer sind Darwinfinken und Austernfischer zu sehen. Die wechselwarmen Galapagos-Meerechsen wärmen sich nach einer kühlen Nacht in der Sonne. Sie sind gute Schwimmer und Taucher. Mit nur einem Atemzug können die großen Männchen bis zu 9 Meter tief tauchen, um nach den roten und grünen Algen zu suchen. Das ist ihre Nahrung. Immer wieder beobachtet man ganz zufällig am Rande manch kleine, amüsante Begebenheit. Dieser kleine Bursche ist wohl an den Parasiten im Fell der Robbe interessiert. Durch ihre Nahrung nehmen die Meerechsen große Mengen an Salz auf, die sie mit Hilfe spezieller Drüsen aus den Nasenlöchern wieder ausstoßen. Die windabgewandte Nordküste erodierte im Laufe der Zeit zu einer sanften Küstenlinie und bildet nun den Lieblingstreffpunkt für Meer- und Lavaechsen sowie für die Seelöwenfamilien. Einige Lavaechsen fangen den Seelöwen die lästigen Fliegen vom Pelz weg.
Bei den Blaufußtölpeln ist man schon ganz aufgeregt. Man erwartet in Kürze das Schlüpfen des Nachwuchses. Junge Küken und die kleinen Larvaechsen sind eine beliebte Beute bei dem Galapagos-Bussard. Auch er hat für unentwegten Futternachschub seines hungrigen Nachwuchses zu sorgen. Während die Nordküste von Hispaniola verhältnismäßig windgeschützt ist, bekommt die steile Küste im Süden die volle Kraft des Ozeans zu spüren. Eine eingebrochene Basaltdecke mit Verbindung zum Meer produziert eine 20 Meter hohe Wasserfontäne, in deren Umkreis sich unzählige Maskentölpel aufhalten. Trotz der starken Winde und der tosenden Wellen stellen diese Klippen eine bedeutende Brutstätte für Seevögel dar. Von den Tölpelarten, die auf Galapagos heimisch sind, haben wir nur die Blaufuß- und die Maskentölpel erlebt. Die Rotfußtölpel bekamen wir nicht zu Gesicht. Sie kommen nur auf 2 von uns nicht besuchten Inseln vor. Hier auf den Cliffs der Südküste trifft man auf eine besonders große Kolonie Maskentölpel. Diese Tölpelart ist der größte Vertreter seiner Familie. Von 2 geschlüpften Jungen überlebt immer nur eines. Das Zweitgeborene wird aus dem Nest geworfen. Der Bussard hat einen kleinen Seevogel erbeutet. Und nun ist die Fütterung angesagt. Ein junger Albatros, sehr zuselig anzusehen, wie ein lebendiger Schaubwedel.
wenn er auch schon mit den Ansätzen seiner Flügel schlägt. Erst im 4. oder 5. Lebensmonat wachsen ihm die Schwingen und frühestens nach 6 Monaten startet er mit den ersten Flugversuchen. Immer gut betreut wird er von seinen Eltern. Bestimmt sind sie jetzt auf Futtersuche. Die Jungen werden mit vorverdauten Kalmaren und Fischen gefüttert. Sie nehmen damit große Mengen Fett zu sich. Kein Wunder, dass sie schnell wachsen. Häufig dauert die Brutpflege fast ein ganzes Jahr. Danach gönnt sich das Elternpaar eine einjährige Pause. Mit seinen Eltern hat er noch keine große Ähnlichkeit. Aber an den Schwingen wachsen ihm bereits die ersten richtigen Federn. Nach 5 bis 6 Jahren suchen sich die Vögel eine Partnerin, mit der sie ein Leben lang zusammenbleiben. Das einzige Ei wird von beiden Elternteilen 2 Monate lang ausgebrütet. Der langsamen Entwicklung entsprechend wird das durchschnittliche Alter der Albatrosse auf 50 Jahre geschätzt. Nur auf Hispaniola kommt der Galapagos-Albatros vor. Er ist der größte Vogel des Archipels mit einer Flügelspannweite von über 2,40 Meter. Nahezu der gesamte weltweite Bestand von 12.000 Paaren nistet auf dieser Insel. Der majestätische Vogel bereist den ganzen östlichen Pazifik. Ein Blaufußtölpel putzt sich für die Balz. Damit leitet das Männchen eine Paarbindung ein. Mit Watschelschritten und erhobenem Schnabel tänzelt es um das Weibchen herum, bis dieses auf sein Liebesspiel eingeht und mit ihm zu tanzen beginnt. Dabei zeigen sie sich gegenseitig die erhobenen blauen Füße. Die blaue Farbe signalisiert übrigens die Geschlechtsreife der Tiere. Köpfchen und Schwänzchen in die Höhe, ein schriller Pfiff, für den Nestbau vielleicht noch ein Stöckchen im Schnabel. Ja, so bezirzt man seine Partnerin.
Diese Wanderung über die Insel Española ist der Abschluss unserer Reise durch den Galapagos-Archipel. Und vielleicht war sie auch der Höhepunkt der ganzen Rundfahrt. Aber so ganz genau kann man das bei der Vielzahl der außergewöhnlichen Eindrücke gar nicht sagen. Staunend genießen wir währenddessen oben auf den Klippen der Punta Suárez eine eindrucksvolle Naturbühne. Diese grandiose Küstenlandschaft ist beherrscht von unglaublichen Naturgewalten. Eine imposante Präsentation ohne Ende.